Wer eine große Familie hat, Haustiere zum Beispiel noch dazu, weiß, der Boden wird gefühlt 5-mal am Tag wieder schmutzig. Gerade jetzt im Ramadan, wenn wir viel kochen, essen und ständig jemand durch die Küche läuft. Deshalb lasse ich inzwischen einfach meinen Saug- und Wischroboter laufen, den neuen Debot T90 Pro Omni von Ecovacs. Der saugt und wischt gleichzeitig und ich muss mich wirklich um fast nichts mehr kümmern. Gerade wenn viel los im Alltag ist, ist das wirklich eine riesige Hilfe. Was ich besonders spannend finde, ist das neue Wischsystem, der sogenannte Osmo Roller 3.0. Der hat eine extra lange Wischrolle von 27 cm und reinigt sich währenddessen selbst mit frischem Wasser. Dadurch werden Flecken wirklich entfernt und nicht einfach nur mit einem schmutzigen Mop verteilt. Und durch die True-Edge-Technologie kommt er sogar richtig nah an die Kanten und Ecken ran, also genau da, wo sonst immer der Schmutz bleibt. Beim Saugen nutzt der Roboter die sogenannte Blast-Technologie mit bis zu 30.000 Pascal Saugkraft. Das bedeutet einfach sehr starker Luftstrom, der selbst größere Krümel oder Haare problemlos aufnimmt. Und was ich auch super finde, das neue Zero-Tangle-System sorgt dafür, dass sich Haare nicht mehr ständig in der Bürste verfangen. Gerade bei langen Haaren spart das wirklich Zeit. Er erkennt Hindernisse übrigens auch ziemlich gut, Kabel, Möbel oder Spielsachen, und fährt einfach drum herum. Selbst Schwellen oder Teppiche schafft er problemlos durch das neue TruePass Klettersystem. Und was ich auch richtig praktisch finde, während der Mop gereinigt wird, lädt der Akku gleichzeitig schnell nach. In nur 3 Minuten bekommt er schon wieder etwa 10% Akku dazu und kann direkt weiter putzen. Über die App kann man auch alles steuern oder man nutzt den integrierten KI-Assistenten Agent Yiko. Der merkt sich sogar eure Gewohnheiten und passt die Reinigung automatisch an. Gerade in einem Haushalt mit vielen Kindern und 2 Katzen ist das wirklich eine riesige Erleichterung, weil der Boden einfach automatisch sauber bleibt. Wenn ihr euch den Debot T90 Pro Omni von Ecovacs anschauen möchtet, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, also schaut da gerne vorbei. Ramadan-Tag 27, meine Lieben. Es sind die letzten Fastentage, die angebrochen haben. Am Freitag ist schon unser Feiertag. Deswegen, ja, dachte ich, nehme euch heute noch mal mit. Ihr habt ja gesehen, ich war kurz einkaufen. Ich hatte nämlich heute Morgen einen Termin und dann haben wir noch im türkischen Supermarkt 2, 3 Sachen eingekauft und dann, ja, nach Hause geflitzt, Hausarbeit gemacht, wie ihr gesehen habt. Der Roboter läuft weiter noch im Hintergrund. Und jetzt dachte ich, ihr müsst mir helfen, mein Ramadan-Feiertags-Outfit rauszusuchen. Ich habe mir nichts Neues gekauft. Ich habe hier ein paar Teile, die hatte ich noch nicht an. Ich hatte eigentlich vor, so mal für euch so ein Schwangerschafts-Outfit-Inspo sowas zu machen. Weiß nicht, ob ihr da Interesse habt. Auf jeden Fall, ja. Kann ich mich gerade nicht entscheiden, was ziehe ich am Freitag und Samstag. Also es sind ja eigentlich sozusagen so, ja, die nächsten dann Freitag, Samstag, Sonntag sind ja so ein bisschen so die Feiertage. Ja, was ich da so anziehe, deswegen dachte ich, ich frage euch am besten. Wir fangen an mit einem ganz schlichten Outfit. Ich mag ja gerne Blusen. Das ist eine neue Bluse, die ich mir geholt habe. Ich fand die richtig cool, weil es sind alles übrigens gar keine Schwangerschaftsklamotten. Es sind alles normale Klamotten. Es sind keine Pregnancy, Maternity Sachen. Außer jetzt meine Jeans. Das ist eine Schwangerschaftsjeans, die ich anhabe. Aber ich habe auch noch, die ist nur gerade in der Wäsche, noch eine Schwangerschaftshose in Grau. Eine Buntfaltenhose. Also die wäre dann noch mal ein bisschen eleganter. Weil ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu schlicht ist. Also ich mag diesen Style. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen sehr freizeitlastig. Könnt ihr mir mal sagen. Auf jeden Fall ist die so cool. Ich dachte mir auch so später für Stillen und so, die hat hier nämlich solche riesen Schlitze und dann eben diese Bänder zum Zubinden. Und das kann man, entweder macht man das sich halt so nach hinten eine Schleife. Also ist super schwangerschaftsfreundlich und stillfreundlich, diese Bluse. Also entweder jetzt dann hier hinten so, ja nicht zu eng. Ich habe ja jetzt auch schon fast die 34. Schwangerschaftswoche erreicht. Die Zeit rennt, meine Lieben. Rennt, ich sag's euch so. Schaut mal, das wäre dann halt, so könnte man das binden. Ne, dann hat man hier hinten die Schleife. So, also super Bäuchlein freundlich. Finde ich ganz süß, aber vielleicht mit der Jeans eben doch ein bisschen für so ein Feiertagsoutfit ein bisschen zu schlicht. Wie gesagt, ich habe noch so eine graue, schickere Hose. Vielleicht damit, aber das wäre die eine Option. Die Bluse ist übrigens, wenn ihr fragt, von, bitte, wie heißt die Marke? Das Kleid ist auch davon. Von Orange.
wenn ich das richtig ausspreche, ist über ASOS. Ich finde die Marke gerade sehr, sehr schön. Die haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Die sind ein bisschen teurer, aber ich schaue da immer vorbei, wenn im Sale. Die Sachen landen ja oft auch bei ASOS, gibt es da mal Angebote, Sale und so weiter. Dann schaue ich da immer regelmäßig vorbei. Die Bluse war nämlich auch reduziert. Oder man könnte das auch noch so binden. Aber so finde ich es, glaube ich, nicht so schön. Nee, so gefällt es mir nicht. Also, wie gesagt, das wäre Outfit Nummer 1, eventuell mit einer anderen Hose. Dann wäre es noch mal schicker und ich würde die Schleife auch eher nach hinten binden. Also speichert euch mal Outfit Nummer 1. Outfit Nummer 2. Worauf wir bitte jetzt nicht achten, ist einmal, dass die Sachen ungebügelt sind und dass ich natürlich jetzt nicht das passende Kopftuch dazu trage. Ja, also das muss man auch bedenken. Accessoires kommen dazu. Das passende Kopftuch auch passend zum Outfit auch eben gelegt. Ne? Hier geht es jetzt wirklich nur ums Outfit. Das ist richtig schön. Das habe ich nämlich auch von der gleichen Marke. Diese, wie heißt die nochmal? Ach Gott, kann mir das echt nicht merken. Ne? Arrange, ich glaube heißt Arrange. Auf jeden Fall habe ich das im Sale ergattert. Ich habe das auch extra so ein bisschen groß gekauft. Wie gesagt, es ist nicht Pregnancy, so dass es halt auch nach der Schwangerschaft ein bisschen lockerer sitzt. Das ist nämlich ein Kleid, aber sieht aus, als hätte ich halt einen Pulli an mit einem Satin-Rock. Wie gesagt, der ist nicht gebügelt, aber ich finde das total süß. Gefällt mir richtig gut, dieses Outfit. Ja, nur muss ich noch bügeln. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt mein Bauch zu sehr darin betont ist. Ich finde, es geht noch. Ich mag das halt so, wie das so fällt mit den Ärmeln und so weiter. Ich würde dann halt ein helleres Kopftuch dazu kombinieren, damit es jetzt nicht ganz so dunkel ist. Aber ich finde es relativ, ja, süß. Sagt mir mal, was ihr davon hält. Ich würde hier wahrscheinlich so dicke Armreifen noch machen, auch damit das so ein bisschen hier bleibt, weil das ist ein bisschen groß hier. Das, wie gesagt, wäre Outfit Nummer 2. Stellt euch nur ein anderes Kopftuch vor und Accessoires. Das wäre Outfit Nummer 3. Auch hier beachten wir nicht, falls ihr das seht, das ist jetzt zerknittert. Ich würde das mit einem anderen Oberteil und natürlich einem anderen Kopftuch kombinieren. Wahrscheinlich irgendeine hellere Bluse oder Shirt und auch hier ein helleres Kopftuch dazu. Aber ich liebe ja Blazer. Und hier habe ich noch einen, der passt noch ganz gut. Der ist nämlich so, den kann man hier so ein bisschen enger schnüren. Und jetzt habe ich den auf volle Weite gemacht, so dass er halt so offen passt das Ganze noch. Ansonsten, ja, ich glaube, ich weiß nicht, der ist auch noch relativ aktuell von Naked. Kann sein, dass es den noch gibt. Weiß ich nicht, aber ich versuche euch hier auch mal zu sagen, von wo was ist, falls ihr das noch, ja, falls es euch interessiert. Von Naked. Mein Rock ist auch von Naked. Ja, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Satin-Rock und da passt sogar mein Bauch noch rein, wenn ich das halt so über den Bauch ziehe. Aber wie gesagt, jetzt mit dem T-Shirt sieht doof aus. Also ich würde da eine bisschen lockere Bluse noch darunter setzen. Ja, aber das ist so auch meins. Ich liebe, wie gesagt, Blazer gerne tragen und so kombiniert mit den Satin-Röcken auch sehr schön. Andere Bluse, anderes Kopftuch, Accessoires, dann sieht das Ganze auch noch mal anders aus. Ja, das wäre Outfit Nummer 3. Das wäre jetzt Outfit Nummer 4, auch relativ schlicht. Ich hatte hier noch dieses lange Hemdkleid, Blusenkleid oder wie man das nennt. Ich habe da jetzt so ein ärmelloses Unterkleid darunter. Es hat hier so Schlitze. Kann man aber auch schön mit Hosen kombinieren, finde ich. Ja, ist eigentlich auch relativ schlicht, aber auch hier gut. Da passt nämlich mein Bauch rein. Also wie gesagt, ist alles nicht so schwanger. Ich finde, von der Seite sitzt das jetzt nicht so schön, weil das hier so ein bisschen absteht, dadurch, dass der Bauch jetzt hier das Ganze so ein bisschen drückt. Weiß ich nicht. Habe ich mir irgendwie ein bisschen besser vorgestellt, als wie ich es jetzt anhabe. Keine Ahnung, könnt ihr mir mal sagen. Aber auch hier, ne, wenn man so ein bisschen Accessoires und wie gesagt Kopftuch noch mal auch anders legen und so weiter, dann sieht das Ganze auch noch mal anders aus. Und ja, könnte man eben so oder so kombinieren. Sagt mir, was ihr davon hält. Auch das ist von Naked gewesen, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, im Sommer hatte ich das gekauft im Sale. Weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Sagt mir, was ihr davon hält, zu Outfit Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum letzten Outfit, Nummer 5. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, welches Outfit findet ihr am besten. Und das ist das letzte Outfit, klassisch eine Abaya. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich auch schon etwas länger. Die habe ich vor ein paar Jahren irgendeinen Online-Shop gekauft. Ich weiß, dass die irgendwie aus Dubai war oder so. Aber ich kann euch nicht sagen, ob es das noch gibt. Ja, Made in Dubai steht hier. My Estera war das.
von My Esterra. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Hatte ich auch schon zu irgendeinem anderen Feiertag mal an. Also ist jetzt nichts, was ich noch nicht anhatte. Aber ja, der Bauch passt hier sehr schön rein noch. Das ist, ich sehe gerade, hier ist noch ein Fleck. Muss ich aber sauber machen oder noch mal waschen. So, aber sonst, das wäre jetzt auch, finde ich, so ein bisschen so das Bequemste. Ne? Auch hier würde ich an das Kopftuch kombinieren, schön so legen seitlich hier, dass man hier auch nicht irgendwie so das Oberteil sieht oder so. Also wirklich so schöner gelegt, ein bisschen fallen da hinten auch so ein bisschen, dass das Kopftuch fällt. Aber ja, das mag ich sehr gerne, weil das hat eine schöne Farbe, es hat einen schönen Fall, ne, dass es hier so ein bisschen so faltig ist. Fluffig, also also das ist jetzt gerade mich auch so gerade so das Bequemste. Ja, könnt ihr mir mal sagen. Also meine persönliche Tendenz ist jetzt eigentlich zu dem oder dem grauen Kleid, ne, was ja wie so ein Zweiteiler aussieht mit dem Pulli und dem Satinrock. Das sind jetzt so, glaube ich, meine zwei Favoriten, wo ich mich jetzt, glaube ich, am wohlsten fühle. Aber sagt mir sehr gerne, was ihr am besten findet. Ich weiß ja, Geschmäcker sind ja immer unterschiedlich, ne, aber trotzdem interessiert mich eure Meinung. Schreibt das sehr gerne in den Kommentaren. Und jetzt machen wir uns auch gleich ans Abendessen. Heute gibt es gefüllte Aubergine. Hatte ich jetzt im Ramadan noch gar nicht gemacht. Hatten wir jetzt länger nicht gegessen eben. Ich habe im Thermomix ein neues Süppchen entdeckt. Und zwar ein Kichererbsen-Spinatsuppe. Probieren wir mal aus. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, es ist nur ein Thermomix-Rezept. Mal gucken, wie die ist. Und dann wahrscheinlich ein Gurkensalat passt am besten dazu. Etwas Reis. Und das war's. Also nichts Kompliziertes heute wieder. Genau, das wären so meine Inspirationen für den Eid, für den Ramadan-Feiertag. Hier ist Zwiebel und hier ist.
sordum ben. Ja, ich habe ja gesagt. Burada yanında. Söyle. Yok gelme bir de. Sonra gelirim. Erken gel. İyi hadi. Also das ist jetzt eine Kichererbsen-Spinatsuppe. Ich hätte den Spinat aber doch ein bisschen klein schneiden sollen. Stand auch eigentlich im Rezept. War ja aber zu faul, weil das Babyspinat ist. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Dann habe ich hier ein bisschen noch von meiner Focaccia. Die hatte ich noch eingefroren, noch mal ein bisschen aufgebacken. Wir sind ja eh jetzt gerade ganz wenige. Von daher, die Mädels essen nicht so viel Brot wie die Jungs. Brot mit etwas Knoblauch, Petersilienbutter. Tabakları bul. Bu. So, dass hier noch Platz für den Gurkensalat. Hier so. Meine Lieben, der Tag ist um. Ich war schon mitten beim Kochen. Da haben mir erst die Jungs Bescheid gegeben, dass die meinten, die essen wieder draußen mit ihren Freunden. Und dann hat Maddie noch zwischenzeitlich angerufen, meinte, sie ist auch draußen. So hatte ich 4 Kinder weniger, waren wir nur zu 6. Naja gut, das meiste. Ich habe eigentlich ja, viel Reis übrig. Noch 4 Auberginenhälften gefüllte. Gut, mache ich irgendwas, wo ich halt morgen keinen Reis dazu machen muss, weil davon ist relativ viel übrig geblieben. Ramadan neigt sich eh dem Ende zu, deswegen war das heute für euch der letzte Ramadan-Vlog und wir sehen uns am Sonntag wieder beim Ramadan-Feiertagsvideo dann. Da nehme ich euch mit. Dann schauen wir mal, wie der Tag da wird. Ich gucke mal, ich habe mir vorgenommen, nicht so viel zu machen. Ich schaue mal, ein paar Sachen will ich ja schon vorbereiten. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so zu überanstrengen. Ich muss wirklich sagen, ich merke es selber, ich muss regelmäßig Pausen einlegen. Also ich bin jetzt letzten 2 Tage ging es mir auch nicht so gut. Ich glaube, ich hatte schon relativ viele Vorwehen und so. Also ich habe mich schon so überanstrengt. Dann habe ich den einen Tag genutzt und dachte, komm, dann putze ich heute, weil da waren wir ja zum Essen eingeladen bei unserem zukünftigen Schwiegersohn. Und deswegen, ja. Dann bin ich direkt ausgeflippt und hin und her und das war auch nicht so besonders, muss ich sagen. Und dann habe ich schon gemerkt, da musste ich mich einen Tag schon komplett wirklich ausruhen und das hat aber mir auch wieder Energie gegeben. Also ich muss schon ein bisschen aufpassen, ne? Wir haben ja nicht mehr lange. Morgen habe ich auch noch mal einen Frauenarzttermin und dann denke ich, gehe ich danach schwimmen. Ich wollte eigentlich nach dem Essen schwimmen gehen, aber ich war irgendwie zu voll gegessen. Da dachte ich, jetzt da im Wasser rumzuhüpfen, da kommt mir bestimmt das Essen hoch. Weil dann ist halt nicht mehr so viel Zeit. Mein Gym ist ja bis 22 Uhr geöffnet und ja, da habe ich einfach irgendwie zu voll gegessen und gesagt, nee, da wird mir das ganze Essen da rumhüpfen wahrscheinlich im Magen. Deswegen mache ich das dann morgen nach dem Frauenarzttermin. Da habe ich morgen ja eh dann nicht so viel Stress mit dem Kochen und dann ist ja auch schon Donnerstag. Ja, muss ich auch schon ein bisschen vorbereiten für den Feiertag. Eben ein paar Sachen und so weiter. Aber da nehme ich euch ja mit. Ich hoffe, ihr schaltet dann ja am Sonntag wieder ein. Ansonsten, ja, beende ich eigentlich sozusagen jetzt schon die Ramadan-Reihe. Ich meine, okay, das Ramadan-Feiertagsvideo landet auch noch in die Playlist. Ihr seht, so schnell geht das Ganze um. Es hat wieder nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte, euch da jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber ich hoffe, ihr freut euch dennoch, dass ja ein paar Ramadan-Videos kamen dieses Jahr.
Und wir werden sehen, wie es dann die nächsten Jahre weiterläuft. Auf jeden Fall geht es ja ab nächste Woche dann wieder mit den regulären Videos weiter. Und deswegen ja, bedanke ich mich hier auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich natürlich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt ja auch hier immer noch die ganze Ramadan-Playlist sehen, falls ihr da ein Video verpasst habt. Schaut da gern vorbei. Ansonsten bis Sonntag, meine Lieben.